Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu Hunter und Kron, heute mit einem kleinen Kartenspiel von einem großen Autorenteam, nämlich Abluchsen von Kramer und Kiesling, ja für 2 bis 5 Spieler und spielbar von 10 bis die guten alten 99 Jahre. Bei Abluchsen geht es darum, dass man möglichst viele Karten vor sich auslegt, weil jede Karte, die am Spielende vor einem liegt, ist ein Pluspunkt, während jede Karte, die man noch auf der Hand hat, ein Minuspunkt ist. Man bekommt ja einfach 13 Karten und es gibt die Karten in den Zahlen 1 bis 13. Außerdem gibt es noch eine Handvoll X, das sind Joker. Wenn man dran ist, macht man immer dasselbe, man legt einfach Karten vor sich hin. Und ich kann legen, was ich will. Eine beliebige Zahl, wirklich vollkommen egal. Ich kann eine 2 auslegen oder eine 6. Das Einzige, was ich beachten muss, ich kann immer nur eine Art von Zahl auslegen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel eine 5 auslegen oder ich könnte 2 Fünfer auslegen. Was ich nicht auslegen kann, ist eine 5 und eine 7. 2 Neuner könnte ich auslegen, weil ich die gerade auf der Hand habe. Oder 2 Zehner. Und wenn ich dann wieder dran komme, mache ich eben wieder dasselbe, lege wieder irgendwelche Karten aus und lege diese Karten dann über die Karten, die ich beim letzten Zug gelegt habe. Immer das zuletzt Ausgespielte liegt dann quasi so leicht oben versetzt, dass die anderen Spieler sehen können, was da liegt. Weil ihr fragt euch, ja, wo ist denn da das Spiel? Ich kann ja einfach immer legen, was ich möchte und dann war ich halt ein paar Mal dran und ist es zu Ende. Ja, wenn da nicht, ja, dieses Abluchsen wäre. Und zwar geht es darum, dass man natürlich anderen Spieler Karten abluchsen kann oder auch selbst Karten abgeluchst bekommt. Wenn ich jetzt eine Karte lege, dann muss ich bei all meinen Mitspielern schauen, was liegt denn bei denen zuletzt oben auf dem Stapel. Und wenn da jetzt die Anzahl der Karten mit meiner Karte übereinstimmt und ich eine höhere Zahl gelegt habe als die anderen, ich habe hier meine 2 Zehner gelegt und bei einem anderen Spieler liegen hier 2 Neuner oben auf dem Stapel, dann würde ich mit meinen 2 Zehnern, die Anzahl der Karten ist gleich, 2 Karten und die Zahl ist höher als bei den Zehnern, ne? 10 ist höher als 9, ist ganz klar, luchse ich dem Spieler diese beiden Karten ab. Die kann ich jetzt entweder selber auf die Hand nehmen. Aber ich könnte auch sagen, ist mir zu gefährlich, die auf die Hand zu nehmen oder die passt mir nicht gerade so rein. Und dann hat der Spieler, dem ich die Karten abgeluchst habe, wieder die Wahl, die Neuner selber zurück auf die Hand zu nehmen. Dann habe ich ihn im Prinzip wie zum Aussetzen gezwungen. Er muss die Neuner halt in einem anderen Zug nochmal hinlegen. Oder er sagt selber, ach nee, ich will die Neuner auch nicht. Dann kommen die auf den Ablegestapel. Dann hat er die Möglichkeit hier entweder von den offenen Karten so viele nachzuziehen oder wenn ihm das nicht gefällt, kann er einfach auch vom Nachziehstapel ziehen. Und sobald er dann nachgezogen hat, wird diese Auslage hier wieder auf 6 Karten aufgefüllt. Wenn ich anderen Spielern Karten abluchsen kann, ist das generell in der Regel immer gut, weil entweder nehme ich sie selber und damit füge sie im besten Fall einer Sammlung hinzu, die ich selber schon habe. Ich habe vielleicht 3 Neuner auf die Hand, Hunter legt 2 Neuner, ich kann ihm die 2 Neuner abluchsen, das mache ich gerne. Nehme ich nämlich die 2 Neuner auf meine Hand, habe ich dann 5 Neuner auf der Hand. Das bedeutet, ich verlängere mein Spiel dadurch ja überhaupt nicht, weil all meine Neuner kann ich ja auf einmal legen. Im Gegenteil, ich mache damit sogar mehr Punkte, nämlich ich habe jetzt 5 Neuner statt 3 Punkte und ich mache es den anderen Spielern auch noch schwieriger, mir die 5 Neuner abzuluchsen. Beendet ist das Spiel natürlich, sobald ein Spieler keine Karten mehr auf der Hand hat. Und ganz wichtig dabei ist, der letzte Spieler, der seine Karten legt, da findet kein Abluchsen mehr statt. Dann ist das Spiel sofort zu Ende und dann zählt alles, was hier vorne liegt, pro Karte ein Pluspunkt und alles, was ein Spieler noch auf der Hand hat, zählt ein Minuspunkt pro Karte. Ich muss sagen, als ich das Spiel gesehen und ausgepackt habe, dachte ich, okay, ein Spiel, das im Ravensburger Verlag exakt eine einzige Illustration wert ist. Ja, auf jeder dieser unendlich vielen Karten ist das gleiche Tier drauf in leichten Farbvarianten. Es guckt immer gleich, es macht nie irgendwas anderes, egal wie viele Karten ich angucke. Ja. Und ich weiß noch nicht mal, ob es ein Luchs überhaupt ist oder nicht eigentlich eine Katze oder ein Fuchs. Ich finde, es sieht aus wie ein Fuchs und nicht wie ein Luchs, wobei ich bin auch kein Biologieexperte. Jedenfalls, es ist einfach eine einzige Illustration.
Und da fragt man sich schon, wie gut kann das Spiel dahinter denn dann schon sein? Und die gesagt haben, ja, da malen wir mal einen Fuchs und den geben wir als Lux aus und so. Aber jetzt kommt's. Das Spiel ist wahnsinnig gut. Abluchsen ist ein interessantes Kartenspiel, weil es eben ganz klassische Mechanismen, die mich eben so eher an Röme, Raubröme vor allem erinnern, so neu verpackt in ein ganz neues Kartenspiel. Das ist eins von den Spielen, das muss man mehr als einmal spielen. Beim ersten Mal ist einem noch überhaupt nicht klar, was man hier machen soll. Aber das muss man einfach ein paar Mal spielen und mit jedem Mal, dass man es spielt, wird Abluchsen tatsächlich ein Stück besser. Und wer puristische Kartenspiele mag, für den ist Abluchsen echt ja, fast schon Pflicht, weil es wirklich mal was Neues ist. Gibt es ja nicht so viel neue Sachen in diesen ganz puristischen Spielen. Ein kleiner Wermutstropfen, zu zweit funktioniert das Spiel. Es ist stinklangweilig, deswegen hat Ravensburger auch da reagiert, beziehungsweise die Autoren. Und es gibt offiziell auf der Ravensburger Seite einen Download für eine Variante, für eine Zweispielerregel. Das nennt sich Abluchsen Duell. Und das würde ich auch jedem empfehlen, diese Duellvariante als Standard-Zwei-Spieler-Regel zu ersetzen, beziehungsweise das eigentlich gar nie zu zweit nach den herkömmlichen Regeln zu spielen. Ich sage ehrlich, sowas wie Skull King, wo es irgendwie so ein bisschen mehr thematisch wird, wo es ein bisschen mehr Sonderregeln gibt und so weiter, das spricht mich einfach persönlich mehr an als so ein ganz puristisches Spiel. Aber das ist einfach persönlicher Geschmack. Man sollte auch nicht zu kleine Hände haben, fällt mir gerade ein, weil man hat teilweise wirklich viele Karten in der Hand, vor allem wenn man viel abluchst. Und weil ich ja schon rumgenörgelt habe an der Illustration, Entschuldigung dafür, aber man hätte ja auch, nur mal so als Vorschlag, dem Fuchs Lux verschiedene Gesichtsausdrücke geben können. Er hätte mal grimmig gucken können, mal lachen können, mal die Zunge rausstrecken, irgendwelche lustigen Lux-Gesten.